Ich bin Jens Hansen, gucke so mittlerweile auf das 80. Lebensjahr, habe studiert und bin dann als Elektroingenieur bei Bosch Blaupunkt tätig gewesen im Bereich Grundlagenentwicklung, also Vorentwicklung. Habe dort lange Jahre gearbeitet. Dann habe ich mich mal irgendwann selbstständig gemacht und schließlich habe ich dann hier in Verbindung mit meinen Kollegen die Firma, damals hieß es noch Vielbelt, gegründet. So, und zwar hat sich Vielbelt, und das ist das Entscheidende, sehr mit einer Thematik beschäftigt, die auch mich bewegt. Ich komme ja, wie ich schon erwähnt habe, von Blaupunkt und kam da sehr viel mit Musik und allem, was um die Musik herum so geschieht, in Berührung. Und da ist die Nähe zur Musik entstanden. Und dann kam mal irgendwann die Idee, die Emotion, die mit einer Musik beabsichtigt ist, noch zu steigern. Und jetzt komme ich zu der eigentlichen Kernidee, wie denn das möglich sei. Und das geht dann eben nur über eine sogenannte taktile Umsetzung der Musik auf die Haut. Man hört dann nicht nur die Musik, sondern man fühlt sie auch. Und das führt zu einer dermaßen hohen emotionalen Steigerung, die mit keinen anderen Mitteln zu erreichen ist. Mich selber turnt diese Emotionssteigerung so an, dass selbst wenn ich null Kontakt zum Markt hätte, ich hätte es nur für mich weiterentwickelt. Ein Kollege hat mich erwähnt gegenüber Benjamin und so kam der Kontakt zustande. Er hatte ja Interesse, also aus dem Bankgewerbe sich ein bisschen zu erweitern. Denn Bank ist ja im Prinzip ein Dienstleistungsunternehmen. Nicht während hier kann er wirklich eine Firma aufbauen. Das ist ja ein himmelweiter Unterschied. Und in einem Punkt bin ich nicht so richtig gut und da ist Benjamin mir total überlegen. Deswegen passen wir auch so gut zusammen. Es ist furchtbar viel mit formalen Dingen verbunden. Benjamin hat diese Marktnähe. Der weiß, wie man mit Kunden umgeht, wie man Verträge aufsetzt und wie man die überhaupt an die herankommt. Also wenn ich mir jetzt so überlege, welche Beziehung der in Amerika hat, wäre für mich unmöglich. Naja gut, ich würde es dann auch schaffen. Ich meine, als ich selbstständig war und noch nicht Benjamin hatte, da war ich auch zigmal in Japan, habe dort mit Firmen gesprochen und in Amerika nicht und in China. Also so ganz fremd ist mir das nicht. Aber es gehörte immer so ein gewisses, du musst da jetzt hin. Und das fängt ja an, dass man sich Flugtickets besorgen muss und Hotels buchen muss und dies und jenes. Also das ist nicht so mein Ding, ganz ehrlich. Ja, also das finde ich auch so schön, diesen lockeren Umgang jetzt mit uns. Nicht, dass wir uns alle duzen. Ihr könnt mich gerne jederzeit, und das ist für mich ein Kompliment, auch Daniel Düsentrieb nennen. Ich spiele mehrere Instrumente. Angefangen habe ich mit Trompete, dann habe ich noch Gitarre und ein bisschen Klavierunterricht habe ich auch noch genommen. Ich habe auch aktiv gespielt, damals in einer Jazzband und ich habe auch selber so ein bisschen komponiert. Aber so im Laufe der beruflichen Tätigkeit flaute das dann alles so ein bisschen ab, da hatte ich einfach keine Zeit mehr. Aber trotzdem, die Musik ist natürlich verankert. Und ich sehe ja heute, fast jeder Jugendliche trägt ja irgendwie Ohrstöpsel oder einen Kopfhörer mit sich. Musik hat eine wahnsinnig hohe Bedeutung, unvergleichlich höher als noch so zu meiner Jugend. Naja, das ging so ein bisschen in mein Tätigkeitsgebiet bei Bosch. Da habe ich mich natürlich mit allem, was irgendwie mit Senden, Empfangen zu tun hat, beschäftigen müssen.
Und Bluetooth ist natürlich besonders attraktiv, weil es eben auch den Nahbereich bedient. Bluetooth gehört ja auch irgendwie zur Standardausrüstung von unseren verschiedenen Produkten. Ja, oh Gott, man gewöhnt sich dann. Ich weiß gar nicht, in welchen Produkten jetzt noch Technik von mir drin steckt. Ich will das auch gar nicht mehr kontrollieren. Wichtig ist für mich die Zukunft. Ich will ja noch mindestens 10 Jahre dabei bleiben. Ich richte mich da so ein bisschen nach dem amerikanischen Präsidenten. Der Biden will ja auch noch mal loslegen. Auf den Punkt gebracht, die Vergangenheit ist zwar schön und gut, aber mir gehört mir die Zukunft. Genau diese taktile Übertragung voranzubringen. Wobei bei mir natürlich im Vordergrund Musik steht. Einmal will ich es gut spüren, auf der anderen Seite darf es aber nicht stören. Das ist mal gerade so wenig. Es muss ja angenehm sein. Und bring mal diese Gehörsprache mit der Gefühlssprache in Verbindung. Ich will ja einerseits ganz leise Musiktöne, will ich ja noch hier spüren. Aber ich will auch laute Bassimpulse, die will ich auch. Und das ist das eigentliche Kernproblem bei der taktilen Übertragung von Musik. Ich kriege eine Emotionssteigerung nur dann hin, aber dann auch mächtig gewaltig, wenn sich das Gefühlte total 100% widerspiegelt in dem Gehörten. Und da bin ich noch nicht mit meinem Latein am Ende. Ich will damit nur sagen, das Thema hat sich noch nicht erledigt.